der Ursprung der Slawen, die Entstehung eines Volkes, das Europa prägte. Die slawischen Gemeinschaften gehören heute zu den größten ethnolinguistischen Gruppen Europas und Eurasiens. Ihre Nachfahren leben in einem riesigen Raum, der sich von der Adria bis zur Ostsee und von den Karpaten bis nach Sibirien erstreckt. Doch die Vergangenheit dieser weit ausgebreiteten slawischen Welt beruht auf einem vergleichsweise bescheidenen und lange rätselhaften Ursprung. Wie konnte ein Volk, das in kleinen Stämmen lebte, kaum schriftliche Quellen hinterließ und politisch nicht geeint war, zu einer der einflussreichsten Kräfte der europäischen Geschichte werden? Die Antwort liegt an der Schnittstelle von Archäologie, Linguistik und antiker Geschichtsschreibung. Wo liegt die Urheimat der Slawen? Unter Historikern gilt heute vor allem die Weichsel-Dnepr-Hypothese als anerkannt. Diese Theorie wurde vom tschechischen Historiker und Slawisten Lubor Niederle entwickelt. Ihr zufolge liegt die slawische Urheimat im Gebiet zwischen Weichsel und Dnepr, das heute Teile Polens, der Ukraine und von Belarus umfasst. Diese Region gilt als Kernraum, in dem sich die slawische Identität sowie gemeinsame sprachliche und kulturelle Merkmale herausbildeten. Frühe slawische Kulturen und archäologische Belege. Die Zarubinzi-Kultur, 3. Jüngere Zeit, 1. Jahrhunderte nach Christus. Die slawische Frühgeschichte wird häufig mit der Zarubinzi-Kultur in Verbindung gebracht. Diese Kultur erstreckte sich über ein großes Gebiet vom Dnepr-Raum bis nach Wolhynien und ins Pripjat-Gebiet. Die Siedlungen bestanden meist aus halb eingetieften Häusern, Eisenwerkzeugen und charakteristischer Keramik. Trotz multiethnischer Elemente sehen viele Forscher hier den Raum, in dem sich der Kern der frühen slawischen Bevölkerung formte. Die Kiewer Kultur, 2. bis 5. Jahrhundert nach Christus. Nach der Zarubinzi-Kultur entstand etwa im 2. Jahrhundert die Kiewer Kultur. In dieser Phase wurde die slawische Lebensweise deutlicher erkennbar. Typisch waren offene Siedlungen an Flussufern, unverzierte handgefertigte Keramik sowie eine Wirtschaftsweise, in der Ackerbau und Viehzucht zentral waren. Fischerei und Jagd ergänzten dies. Die Kiewer Kultur gilt als jene Phase, in der sich eine klarere protoslawische Identität herausbildete. Die Ausbreitung der slawischen Welt, 6. bis 7. Jahrhundert. In dieser Zeit traten 3 große kulturelle Räume hervor. Prag-Korczak-Kultur, mit west- und mittelslawischen Gruppen verbunden. Kleine, unbefestigte Siedlungen mit einfacher, angepasster Lebensweise, handgefertigte Keramik, Penkowka-Kultur, verbunden mit den Ostslawen und dem im 6. Jahrhundert dominierenden Antesbund, intensive Kontakte zu Byzanz und zu Steppenvölkern, bekannt für Metallverarbeitung und steinerne Öfen, Koloczyn-Kultur, Zeugnis der nordöstlichen slawischen Expansion, spiegelt die slawisch-baltische Wechselwirkung wider, die Slawen in schriftlichen Quellen. Antike Autoren erwähnten die Slawen zunächst unter dem Namen Venedi. Plinius berichtet von den Venedi an der Ostseeküste. Tacitus beschreibt sie als ein Volk zwischen Germanen und Sarmaten. Ptolemaios verortet sie im Gebiet der Karpaten und rund um die Ostsee. Im 6. Jahrhundert liefern byzantinische Quellen genauere Beschreibungen. Prokopios schildert die Slawen als königlose Gesellschaften, die an einen Donnergott glaubten, in Wäldern lebten und von Volksversammlungen regiert wurden. Jordanes teilt sie in 2 große Gruppen, Sklavenen und Antes, Ursachen der großen slawischen Wanderung. 3 Hauptfaktoren begünstigten die slawische Migration: Bevölkerungswachstum, klimatische Abkühlung
Druck durch Hunnen und Awaren. Diese Faktoren lenken die Slawen in 3 Hauptbewegungsrichtungen: nach Westen bis zur Elbe und an die Ostseeküsten, nach Süden auf den Balkan bis ins Herz des Byzantinischen Reiches, nach Osten in die Wälder und ins Wolgagebiet. Dies war keine Eroberung, sondern eine Ausbreitung. Die Staatsbildung der Slawen. Mit der Zeit entwickelten die slawischen Völker politische Strukturen. Samos Reich, 7. Jahrhundert, die erste slawische Konföderation, Großmähren, das erste mächtige slawische Königreich Kyrill und Method, die Entstehung des slawischen Alphabets, das Bulgarische Reich sowie serbische und kroatische Fürstentümer, Kiewer, Rus, Grundlage der ostslawischen Staatstradition. Fazit: Von stillen Anfängen zu großen Zivilisationen aus Dörfern zwischen Weichsel und Dnepr hervorgegangen, veränderten die Slawen die politische, sprachliche und kulturelle Landkarte Europas. Vielleicht besaßen sie keine Schrift, doch ihre mündliche Kultur war stark. Auch ohne zentrale Königreiche hielten Gemeinschaft und Solidarität sie zusammen. Dass slawische Staaten bis heute existieren und slawische Sprachen weiterhin gesprochen werden, ist das Ergebnis jener frühen Schritte, die vor Tausenden von Jahren getan wurden. Wenn euch diese Darstellung gefallen hat, vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Крста жгає, бар'як поклон.